Willkommen zurück, Freunde. Yes, mein Name ist Dennis, a.k.a. Fragrance Dog aus Hamburg. Yes, heute haben wir mal 10 günstige, billige, sag ich mal, sagen wir schon mal billig. Man sagt günstig statt billig. Eigentlich nehmen wir es billig, hört es immer so ein bisschen abwertend an. Aber billige Kracher. Wirklich Düfte, die nicht viel Geld kosten, aber ja, wirklich gut sind, muss ich sagen. Und die möchte ich euch heute mal vorstellen. Also wir gehen rein. So, der erste ist der FOMO und zwar mit Gary Dan, Le Parfum. Den habe ich ja, oder das Einzelvideo, schaut gern mal unter meinen Videos. Da ist das Einzelvideo, ist noch gar nicht so lange her. Das lief wirklich gut, aber es ist auch klar, dieser Duft beinhaltet 2 Düfte. Und zwar das Dior Homme Parfum 2014er Version und das Dior Homme Intense in einen Duft. Oh, das ist absolut nice. Lipstick-Vibes, denn ja, Iris, diese ganze DNA, die ihr von Parfüms von Dior Homme Parfum kennt, beziehungsweise auch Schrägstrich das Intense, habt ihr hier in einen Duft. Und da kann ich nur sagen, Daumen hoch und das für 20 Euro, 25 Euro in 100 ml, glaube ich. Sehr nice. Hier, stabil, schwer, Glas, ne? Das ist kein Plünn. Das ist schon, und hier der Sprüher nur mal nebenbei. Wow. Für so wenig Geld, und das ist billig im Endeffekt, und dann so ein Duft, richtig genial, mit guter Haltbarkeit und sehr schöner Sillage und einen heftig geilen Sprüher. Mann, Leute, was wollt ihr mehr? Das ist ein Kracher, ein Brecher. Gary Dan von FOMO, sehr nice. Als nächstes haben wir dann den Dessert Sultan. Wow. Und das ist nicht nur ein nicer Flakon für 15 Euro. Also ich weiß natürlich, ich muss dazu sagen, ob die jetzt immer denselben Preis haben. Ich gehe nur nach meinem Preis. Natürlich schwankt das immer. Es ist immer so ein Hin und Her heutzutage. Aber ich habe 15 Euro bezahlt. Und das ist so ein schön Frucht. Der Sprüh ist hier nicht so gut. Ein schön kühler, fruchtiger, eleganter, holziger, vielleicht ein bisschen moschusartiger Duft, der ja ein ganz großes Vorbild hat, ein sehr teures Vorbild. Ich werde ihn einfach mal einblenden hier. Und ja, und das für 15 Euro, der ist schon wirklich sehr gute Alternative. Und das für, ja, den schmalen Taler, würde ich mal so behaupten. Ne? Und mit einem schönen Flakon und ja, soweit entsprechender guten Haltbarkeit und DNA. Es reicht also vollkommen für den Preis. Und ja, sehr cool. Dessert Sultan. Also, wow. Müsst ihr unbedingt mal, könnt ihr so und so nur blind kaufen, anders geht das nicht. Bei den nächsten halte ich mich kurz. Das ist ja der Chakaf Oud von Swiss Arabian. Den kennen wir. Das ist Rose, Oud und Vanille in die Fresse. Also ein richtiger Schuss ins Gesicht. Und ja, wenn ihr Rose, das ist natürlich auch ein bisschen synthetische Vanille und so, das muss man mögen, aber Power ohne Ende, über 12 Stunden Haltbarkeit, also richtig Dampf. Es gibt das auch nach Elixier, aber ich finde, das Elixier ist gut. Es ist abgerundeter, tiefer, alles so ein bisschen entspannter, aber wenn ihr was richtig auf die Fresse haben wollt, das Elixier kostet auch ein bisschen mehr. Hier haben wir 19 Euro ungefähr, dann haut euch das rauf, wenn ihr auf sowas steht, kostet nicht viel. Geil. Als nächstes haben wir Kinderschokolade zum Aufsprühen. Ja, Affection von Lattafa, außer, das müsste die Pride Edition sein, genau. Ungefähr auch 20 Euro, das ist wirklich Kinderschokolade zum Aufsprühen. Ihr habt dieses Feeling, auch hier extrem, schon, was heißt extrem, aber schon süß, aber extrem gute Haltbarkeit und CS. Der kann sogar auf die Eier gehen, so stark ist er. Und das für 20 Euro. Und normalerweise ist ein Pistazienduft, aber Pistazien ist so minimal im Background. Also hier keine Dubai-Schokolade und sowas, ne? Aber Kinderschokolade, so dieses Feeling müsst ihr euch unbedingt, nicht Quatsch, aber unbedingt. Sowas müsst ihr euch vorstellen, ohne das unbedingt. Und ja, Affection, Eau de Parfum, 100 ml, müsst ihr auf jeden Fall mal auschecken. Der hat Stil. Und dann kommen wir zu einem Duft von Zara, Vibrant Leather Extreme. Es kommt kein Mensch mehr da irgendwann mehr durch. Es gibt den Bogos Vibrant Leather. Jetzt ist es normal Vibrant Leather Extreme und Vibrant Leather hier, Vibrant Leather da. Aber das ist die Variante für 25 Euro, der Aventus beinhaltet und
Absolut Aventus, sorry. Aber hier haben wir einen eigenen Touch und das finde ich geil. Und zwar das Leder. Also habt ihr hier einen maskulinen Aventus, Schrägstrich Absolut Aventus mit Leder. Viel Leder. So. Und dadurch, dass das viel Leder ist, habt ihr ja extrem, sag ich mal, eine eigene DNA so ein bisschen von Zara und nicht so direkt irgendwas, so ein Dupe oder eine Alternative. Und das macht den für 25 € brachial nice. Und der kommt übrigens auch sehr, sehr gut an. Also der Vibrant Leather von Zara ist stark. Also Aventus mit Leder oder Leder mit Aventus, sagen wir so, Schrägstrich Absolut Aventus. Der kommt gut. Also den solltet ihr mehr testen. Haltbarkeit ist so 6 Stunden. Manche meinen mehr, manche weniger. Das ist immer verschieden. Ist allgemein bei Düften verschieden, aber testet ihn mal aus. Dann als nächstes kommt der Majestic Gold. So, und das ist ein genialer Duft. Das ist im Endeffekt eine sehr, sehr gute Alternative zu den Stronger With You, aber mit Leder. Die neue Version, die ich immer noch nicht kenne, das Parfüm soll Leder haben, aber keine Ahnung, weiß es. Hier haben wir für 15 bis 22 € auch sowas mit sehr guter Sillage und Haltbarkeit. Ich finde, beim Original ist das immer so, dass der mit einer der wenigen Düften, die bei mir so weg irgendwie sind. Ich rieche das kaum. Also nicht, also bei vielen Versionen, manche weniger, manche mehr. Und dann kommt natürlich die Tagesform noch dazu. Aber hier haben wir richtig schönes, dunkles Leder mit der Süße, mit dieser Kastanie, Vanille etc. pp. Süße. Das hat schon was. Vanille natürlich auch. Karamell, whatever. Und ja, nice. Geil. Ich mache das hier heute ein bisschen schneller, weil ich muss nicht mehr sagen, es sind einfach Brecher für günstiges oder billiges Geld und dafür was soll ich da großartig hinsülzen? Das ist wirklich genial. Und auch hier der Majestic Gold ist top. Dann nehmen wir einen alteingesessenen Job Homme und der funktioniert immer noch. Natürlich ist der nicht zu vergleichen. Ich bin mit denen groß geworden. Natürlich ist der nicht zu vergleichen mit der Kornblume. Habe ich auch noch richtig perfekt in Schuss. Da ist hier ist das alles ein bisschen synthetisch, aber das ist ein starker Duft für 28 €, 125 ml oder manchmal sogar 200, aber 200er würde ich euch abraten, habe ich auch. Ich habe hier sehr viele Backups, plus eben Vintage-Version, aber von der 200 würde ich abraten, weil da ist die Haltbarkeit tatsächlich nicht so gut. Hier haben wir wirklich 10, 11 Stunden und die Sillage ist aufs Maul. Immer noch. Und natürlich synthetische Kirsche, nicht mehr richtig abgerundete, dunkle Kirsche, so wie früher. Es ist süß, es ist der Clubduft früher gewesen und auch immer noch jetzt. Es funktioniert. Und vor allen Dingen jetzt tragen den, glaube ich, gar nicht mehr so viele. Das heißt, da draußen, wenn ihr ein bisschen jünger seid, die Ladies kennen den Duft vielleicht gar nicht. Und deswegen, Job Homme, Freunde. So, und zum guten Schluss kommen wir zu, ja, einem Duft. Da habe ich jetzt, weil hier nichts raussteht, irgendwie tatsächlich mal den Namen vergessen. Das passiert auch den Dogma. Ich werde ihn natürlich einblenden. Ich komme jetzt, will nichts Falsches sagen. Hier, und zwar dieses nice Teil. Und das ist von Perry Ellis. Und, Mann, wie heißt er denn nochmal hier, Mensch? Ja, habe ich eingeblendet. Und ist das 360 White, ne? Und dieser Duft, ich hoffe, dass es den noch gibt, ist Le Male nur in butterweich, schön, erfrischend, weich. Als wenn ihr euch auf ein schönes, gewaschenes Kissen legt mit der Bettwäsche und das riecht hier nach den Lavendel-Touch oder die DNA von Le Male, aber so ein bisschen wirklich eigenständig, oder ein ganz frischer, neuer Le Male, als wenn Le Male früher auf den Markt gekommen ist. Nur nicht so brachial nach Vanille, sondern richtig schön noch ein bisschen frisch und cremig dazu. Wow, der muss eigentlich in meiner Sammlung sein. Wenn es den noch gibt, den gab es mal für 20 €, nur sind auch 100 ml, der reicht die kleine. Leute, absolut wunderbar. Wunderbar, kann ich euch nur sagen. Also Leute, schreibt mal runter. Kennt ihr ein paar von denen? Wie findet ihr die? Dann gehen Grüße raus an meine Mitglieder. Und ich denke mal, das war's dann schon, ne? Oder? Und dann würde ich mal sagen, bin ich raus und bis zum nächsten Mal.